Servus Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal der Outdoor-Schwabe. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid und oder meinen Kanal gefunden habt. Ja, im heutigen Video wollte ich euch eigentlich nur mal mein selbstgebasteltes Daybag vorstellen und mein Erste-Hilfe-Set. Ja, ich bin heute mit der Stella unterwegs, der Hund, der Familienhund, der eigentlich die meiste Zeit immer mit der Schwiegermama unterwegs ist, Schwiegermamas Hund. Und mit dem bin ich heute ein bisschen unterwegs, habe mir gedacht, ich nehme sie mal mit, weil zu Hause sind alle krank. Ich war jetzt auch krank. Letzte Woche hat es mich total erwischt. Fieber gehabt, Schüttelfrost, also das ganze komplette Programm. Jetzt geht es mir seit 2 Tagen wieder gut. Heute geht es mir richtig gut. Hals ist halt noch ein bisschen, das spürt man, aber ich bin warm angezogen. Ich habe jetzt, glaube wie so ein Wärmehemd drunter, dann ein T-Shirt und 2 Pullis und dann die Jacke und die Weste noch drüber. Aber ich habe mir gedacht, ich gönne die Weste jetzt mal der Stella, weil wenn wir jetzt hier talken und sitzen, nicht, dass es jetzt kalt wird, dann kann sie sich hier in die Weste reinmogeln, die ist schön warm. Und ja, also Leute, ich stelle euch jetzt mal wir fangen als erstes an mit meinem Erste-Hilfe-Set. Das habe ich hier drin. Da habe ich auch noch andere Sachen mit drin. Das stelle ich euch jetzt mal ganz kurz vor. Und Stella, du bist ja so fein, hä? Und ja, werden wir jetzt mal hier starten. Ich mache das mal hier, ist ein Baumstumpf. Wer den Spot kennt, kennen wahrscheinlich schon einige aus den anderen Videos von mir. Das ist okay. Ja, die Videos sind leider nicht mehr online, weil wegen verschiedenen Gründen. Aber so ist es halt nun mal. Deswegen, also, ich hole das jetzt alles mal hier hoch. Stella, bleibst hier liegen, ja? Gut. Und, jo, bis gleich, Leute. So, Freunde, das hier ist mein Erste-Hilfe-Set. Ich habe jetzt meine Bauchtasche umfunktioniert, weil ich habe mir ein Erste-Hilfe-Set geholt. Das war ziemlich groß und klobig, das Teil. Und ich habe mir gedacht, auch so unschön verpackt, alles ein bisschen in so einer neongrünen Tasche, die mir überhaupt nicht gefällt. Und ich habe mir gedacht, ich mache das alles hier rein, habe ich alles im Start. Ich habe noch ein paar Extras mit drin, so ein kleines Mini-Survival-Kit, kann man sagen. Ich bin jetzt nicht der Survivaler, also nagelt mich nicht drauf fest, ob das jetzt zum Survival funktioniert oder nicht. Weil Erste-Hilfe-Set stellt man ja auch hauptsächlich auf seine Bedürfnisse an und auf das, was man vorhat. Oder ja, jeder stellt es ein bisschen anders zusammen und jeder findet, das sollte rein oder das sollte rein. Das hier ist mein Erste-Hilfe-Set, also ich möchte jetzt nicht, dass hier irgendwie die Leute sagen, boah, das ist ja voll kacke, was der da dabei hat. Sondern ich möchte einfach nur mein Erste-Hilfe-Set vorstellen und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und falls sich was verbessern sollte oder falls ihr sagt, ja, das kann raus oder lasst es drin oder macht es vielleicht noch mit rein, schreibt es mir in die Kommentare, ich bin immer offen für Neues. Und auch für eure Anregungen. Jo Leute, also ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Ich hole euch mit her, dann könnt ihr das ein bisschen mit angucken hier. Und ja, so machen wir das jetzt. Bis gleich. Das ist das Erste-Hilfe-Set. Hier ist meine Trinkflasche mit dran. Klar. So, was haben wir denn außen erstmal dran? Außen haben wir dran einen Kompass und einen Temperaturanzeiger. Ob der richtig funktioniert, weiß ich nicht. Der sagt jetzt hier etwas 2-3 Grad, das kann vielleicht schon sein, weil es schneit gerade ein bisschen. Dann haben wir verschiedene Karabiner dran. Ich habe ein Dog-Tag dran, da ist eingraviert der Notfallkontakt von meiner Frau, falls irgendwas ist, dass jemand das hier sieht und dann natürlich meine Frau kontaktieren kann. Ja, das muss ich jetzt noch ein bisschen verstecken hier, dass man das nicht so sieht. So, dann haben wir etliche Karabiner mit dran. Hier, Karabiner haben wir dran für die Hängematte. Die sind übrig gewesen. Die waren ein bisschen zu viel mit im Paket. Habe ich mir gedacht, Bombe, nehme ich hier mit dran. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Hund unterwegs ist, wie man sieht, habe ich das dann hier mit dem Karabiner festgemacht, die Leine. Also vielseitig einsetzbar, die Dinger. Und obendrauf haben wir noch ein Neckknife. Ja, man kann jetzt sagen, das ist von Fritz Meinecke nachgemacht. Ich fand es cool, dass man das oben drauf machen kann. Das ist mir oben drauf gemacht, weil Messer im Notfall ist immer nicht schlecht. Das ist das von Wolfgangs. Kann ich euch mal auch alles unten in der Videobeschreibung verlinken, was ich hier drin habe. Beziehungsweise
das Erste-Hilfe-Set, was ich hier reingebastelt habe. Ja, dann haben wir hier vorne mal ein kleines Fach. In dem kleinen Fach habe ich so Wattestäbchen drin, eine Zeckenkarte ist drin. Hier, Zeckenkarte gibt es bei der Apotheke oder beim DM, überall gibt es das. Dann haben wir drin eine Pinzette. Dann haben wir so Klammern mit drin. Dann habe ich noch ein kleines Taschenmesser mit drin und eine gescheite Schere mit drin. Keine große, eine kleine, aber das passt, das reicht. Jo, das haben wir hier vorne drin alles, weil finde ich wichtig. Für mich wichtig, Ohrenstäbchen, falls man mal nichts hört im Wald, kann man sich noch schön die Ohren sauber machen. Nein, Spaß. Natürlich zum Austupfen von Wunden oder sonst irgendwas. So, dann haben wir hier nochmal ein Fach. Das wäre das hier. Das ist unser kleines Mini-Survival-Kit, sage ich jetzt mal. Da haben wir hier ein Feuerzeug drin mit Klebeband, Gewebeband umwickelt. Wie viel Meter kann ich jetzt gar nicht sagen. Es ist nicht sonderlich viel, aber man kann es auch benutzen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Verband hat und dann macht man sich einfach was weg und kann den Verband verbinden bzw. verschließen. So, dann haben wir noch ein Feuerzeug mit Draht drin, ein bisschen eine Schere, Paracord und hier haben wir noch ein kleines Zunderkit mit Feuerstahl, das ich auch richtig nice finde. Klein, platzsparend und man hat immer ein bisschen Zunder dabei, was jetzt auch beim Bushcraften manchmal sehr hilfreich ist. So, dann kommen wir mal zum Hauptfach oben. Machen wir mal auf. Da ist alles, was verbandsmäßig dabei sein muss, drin. Ich habe auch noch 2 Knickleuchten mit reingemacht. Fand ich ziemlich cool, weil kann man auch mal gebrauchen. Wer weiß, in welcher Situation sowas hilfreich ist. Hier natürlich alles, was Verbandszeug anbelangt. Mullbinden, ja, antiseptische Tücher, so ein kaltes Kühlpad mit drin. Das hier finde ich ganz arg wichtig, weil das hat mir meinen Daumen gerettet, das Zeug hier. Wundspray vom DM. Leute, das ist einfach geil. Ja, das spricht drauf und das stoppt die Blutung innerhalb von ein paar Minuten. Klar, jetzt keine klaffende Wunde oder sowas, aber so wie ich mir die Fingerkuppe hier vorne weggeschnitten habe, war das echt top, das Teil. Also das habe ich ab sofort auch immer dabei und das werde ich auch immer gucken, dass das dabei ist, weil ich finde, auch bei kleineren Schnittwunden ist es einfach Bombe, das Ding. Das ist super. Ja, wie gesagt, alles, was man halt braucht, hier Triangular Bandage, also so ein Dreieckstuch, kann man auch viel damit anfangen. Dann haben wir hinten natürlich auch einen Notfallshelter mit drin und hier Rettungsdecke und so weiter. Alles Pflaster, jeden Schmuh, den man halt so braucht, ist da drin und das ist mein Erste-Hilfe-Set. Ich kann jetzt nicht alles rausholen, was wichtig ist. Es ist halt ein komplettes Verbandsset, das ich hier drin habe, das ich mir mal bestellt habe und ja, ich habe das komplett da reingepackt, weil ich es einfach wichtig finde. Hier 1000 verschiedene Pflaster, antiseptische Tücher, Alkoholpads und so weiter. Hier haben wir noch was zum Augen auswaschen oder zum Mund-zu-Mund-Beatmung ist das hier. Auch cool. Ob es was taugt, weiß ich nicht. Ich habe es zum Glück noch nicht gebraucht. Ja, das wäre das Erste-Hilfe-Set von mir. Wie gesagt, falls ihr was sagt, was verbesserungswürdig wäre oder was sich noch verbessern sollte, dann schreibt es mir einfach, wie gesagt, in die Kommentare rein. Würde mich interessieren, was ihr da noch so für Vorschläge habt. Aber das Teil hier, das kann ich wirklich empfehlen. Das ist sein Geld wert, das kostet nicht viel, 2 Euro oder sowas. Einfach geil, weil es halt wirklich schnell wundhemmend ist, sagen wir mal so. Ich bin jetzt kein Doktor, aber wer eine Frau zu Hause hat, die hat auch einen Haufen Sachen und kennt sich damit aus. Beziehungsweise die weiß, was gut ist. Sagen wir es mal so.
Jo, das wäre mein Erste-Hilfe-Set. Nichts Spannendes, auch kein überkrasses Thema. Ich habe mir nur gedacht, ich möchte halt ein bisschen raus, spazieren gehen mit der Stella und dann habe ich mir gedacht, ich mache noch ein Video dazu zu dem Medipack und zu meinem selber gebastelten Daybag, das ich euch jetzt auch gleich mal vorstellen werde. Jo, Stella ist hier mega schön am Chillen und Schlafen. Der geht's gut in meiner Jacke. Es schneit jetzt auch ein bisschen. Deswegen stelle ich euch jetzt noch das Daypack vor. Und dann machen wir auch schon wieder Schluss. Weil zu viel Kälte ist auch nicht gut, wenn man noch krank ist. Aber ja, morgen geht es wieder ans Arbeiten. Da habe ich mir gedacht, heute möchte ich im Wald, möchte euch ein kleines Video wenigstens machen. Dass ihr mich nicht vergesst. Ja. Okay, Leute. Erstmal einen Schluck trinken. Und dann gehen wir ans Dayback. So Leute, das hier wäre das Dayback, was ich mir selber gemacht habe aus einer Tasche von meinem Armeerucksack. Steht sogar noch ein Name drauf. Binny, falls du das hörst, ich habe deine Tasche. Ja, wie habe ich mir die gebastelt? Ich habe mir das selber gemacht. Ich habe einfach einen alten Rucksack genommen, der kaputt war, und habe mir einfach die Trageriemen abgeschnitten bzw. abmontiert, weil die konnte man wegmachen durch, ja, das war alles nur mit so D-Ringe am Rucksack festgemacht. Also es war ein sehr günstiger Rucksack, den habe ich mir damals im Jugendalter mal gekauft. Und da hat es einfach den Geist aufgegeben. Und da habe ich mir jetzt einfach die Trageriemen weggemacht und an die Tasche hingemacht. Hier, ich hole euch mal her. So, sind hier quasi nur mit D-Ringe an den Dingern hier befestigt, an den Klippern. Und da habe ich einfach die Ringe reingesetzt, habe meine Trageriemen hier durchgezogen auf beiden Seiten, hier auch mit 2 D-Ringe festgemacht. Das hebt und das hebt hier auch. Und dann kann ich hier in mein Daybag kleinere Sachen reinmachen. Ja, ich habe jetzt ein Sitzkissen drin, ich habe mein Kaffeepouch drin, ich habe mein Messer mit drin. Ja, Sitzkissen, was habe ich noch eingepackt? Ein Handtuch habe ich noch eingepackt, weil in die Taschen geht ziemlich viel rein. Das wisst ihr von dem einen Video, wo ich mein Mini-Bag vorgestellt habe. Da habe ich ja die Taschen hier auch für verwendet. Verlinke ich euch mal oben. Ja, also es ist ein simples System. Und das Coole ist halt, dass man hier vorne noch 2 Riemen hat, beziehungsweise 4, jeweils hier und hier, unten und unten. Und da habe ich mir jetzt einfach den Bedroll-Knoten gemacht für das Fell, für Stella jetzt. Mein Sitzfell, auf dem Stella jetzt liegt und schön vor sich hin schläft, kann ich das hier festmachen. Ja, eigentlich relativ simpel. Und so simpel wie gut halt immer alles ist, weil da gibt es natürlich für die Daybags oder für die Seitentaschen gibt es extra eine Tragevorrichtung, wo man das dann hier mit Reißverschluss festmachen kann. Ich habe mir gedacht, warum schon wieder Geld ausgeben? Ich bastel mir das einfach selber und das hat funktioniert, weil mir gefällt das einfach gerade für so kleine Touren, wenn ich jetzt mal mit Stella unterwegs bin oder einfach mal nur eine Daytour habe, also eine Tagestour oder sowas und nichts Großes machen will, kein Aufbau, kein was weiß ich was, nur einen Kaffee kochen im Wald oder was weiß ich, einen Tee oder einfach mal chillen. Finde ich so ein Daybag super, weil man muss nicht viel mitnehmen, man hat trotzdem genügend Platz, also ein Messer ist auch mit drin. Ich habe da jetzt ziemlich viel reingepackt, dass es mal voll ist, dass ich mal sehe, wie viel hält es hier aus. Und ich muss sagen, es hält ziemlich viel aus. Das ist wirklich, wirklich gut. Und ich bin damit sehr zufrieden. Also für jeden, der Bock hat, sich auch sowas zu machen, es ist wirklich einfach. Alles, was du brauchst, ist ein alter Trageriemen, 2 D-Ringe, am besten aus Metall, so wie die hier. Und dann hebt die ganze Sache. Bombe. Ja, und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt schon mal einen schönen Tag, Nacht, Morgen, Abend. Freut mich, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, habt ihr auch so ein Daybag?
Habt ihr vielleicht sogar die Vorrichtung, wo man es mit Reißverschluss festmachen kann? Wie viel kostet die? Wo findet man die? Einfach nur mal, dass ich weiß, was habe ich gespart an Geld eigentlich. Weil ich habe gesucht, ich weiß, es gibt sowas, ich habe es gesucht, ich habe es nicht gefunden. Naja, nicht schlimm. Wie gesagt, ich habe es mir selber gebastelt, weil das hat dann wieder ein bisschen mehr Wert, wie ich schon in meinem letzten Video gesagt habe, mit meiner Ausrüstung oben auf dem Albäumle habe ich euch das ja gesagt. Verlinke ich euch auch mal hier das Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Wenn man was selber macht an seiner Ausrüstung, ich finde, dann ist es einfach nochmal viel mehr wert und es macht einfach auch Spaß, so ein bisschen zu tüfteln und zu gucken, Gott, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich mir die Seitentasche von meinem Rucksack auf den Rücken schnallen kann. Und tada, der Autoschwabe hat es wieder geschafft. Ja, nicht nur ein roter Schwanz habe, ein Fuchs muss sein. So heißt es bei uns. Jo, könnt ihr es jetzt nehmen, wie ihr wollt, zweideutig, eindeutig oder eindeutig, zweideutig, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart bei dem Video. Jetzt schneit es sich ein bisschen ein oder es graubelt sich ein, es ist ziemlich kühl. Ich werde mir jetzt hier noch ein Zigarettchen gönnen, werde dann langsam mal Stella wecken, alles aufräumen und dann gehen wir wieder zurück Richtung Auto. Dann geht es nach Hause, wieder ein bisschen in die warme Stube, weil ja, wir waren jetzt auch schon wieder gute 2 Stunden hier im Wald unterwegs, Stella und ich. Und ja, das reicht jetzt, weil morgen müssen wir wieder arbeiten und ich möchte fit sein. Wie gesagt, ich bin zwar brutal warm angezogen, aber trotzdem ist es immer gut, wenn man nicht gleich wieder Vollgas gibt. Jo, in dem Sinne, bis bald, euer Outdoor-Schwabe.